Hey there. Gosh, real shame about all this. It seems like this whole entertainment thing blew up in our faces, and it's all my fault. If I just hadn't bothered with that darn survey. Ach, das ist doch nicht schlimm. Well, I suppose one could blame Logan, as his antics did scare everyone away from the ceremony, but oh shucks, let's call it 50-50. What's more, I realized that my survey, which was intended to support the need for giving people in town a rest, actually ended up putting you builders back to work. Ja. Well, I'm real sorry that things turned out like this. Foresight is not your strong suit. Miguel always says that about me. Alles gut. If it means anything, I did want to tell you that I think you did a really great job on the sand sled thing, even if nobody showed up. All the stuff you've been doing for Sandrock, well, a lot of people appreciate it. We're all rooting for you. So, Dankeschön. I saved up some money and got you a week-long pass to ride on Katori's sand sled game as many times as you want. I got one for Mian, too, since you guys have been working so hard lately. Das ist aber nett von dir. Dankeschön, Boris. Well, have fun. Be careful, those sleds can get real speedy. Oh, hi. You're looking kind of serious. Is everything okay? Oh, gosh. You want to know about that night? Der kombiniert das immer gleich Well, wieder. Geil. let me think. Everything is a bit fuzzy for me. I was taking the late shift, helping out with patrols, making sure nobody snuck in to see old Howlett, who was being quarantined. It was a stressful time for all of us, but obviously Logan was affected the most. Sure enough, he showed up and the last thing I remember is me politely explaining to him that going into the temple right then was against the rules. Dieses geile Bild. Then everything went black. When I woke up, everybody helped me to my feet and wanted to know what happened, but I didn't really see anything. It's all very sad. I can't help but think if Logan hadn't acted so irrationally, perhaps his father would still be. Ja, wäre blöd. Some things are best not to dwell on. What happened happened. No one wanted it to be this way. Blaming anyone won't bring him back. I think the sooner Logan accepts that and takes responsibility for what he did, well, perhaps the sooner we can have him back in the flock. Das wäre interessant. Maybe the reason no one's talked about this much since you've been here is we're all really sad about the way things turned out. Maybe some people also fear that it's something they did that drove Logan down this path. Das kann sein, aber an sich trägt er allein die Verantwortung dafür, so zu werden, wie er ist. Logan will come back to the light one day. I'm sure of it. Just make sure to stay safe out there. And remember, we're all in this together, so don't hesitate to ask for help. Gute Worte, mein Lieber. Mission erledigt. Die andere ist erledigt. Und jetzt kann ich hier mit dem Sandschlitten umdüsen. Kriege ich so einen Sandschlitten? Hat die nicht gesagt, ich habe einen Wochenpass? Ich darf jetzt mit dem Sandschlitten fahren, aber hier ist ja nichts. Da muss ich vielleicht hier hinkennen. Sandschlitten-Sensation. Der Spitzhammer seine Spitze. Achso, gut. Schauen wir uns einen Sandschlitten im Winter an. Wobei, hier ist kein Winter mehr. Gehe zum Empfang, um den Modus auszuwählen. Wo bist denn du, Hong? Bitte Spielmodus wählen. Rennmodus 0, Übungsmodus, Rennmodus 0. Unterschiedlich gefärbte Geschenkboxen haben unterschiedliche Auswirkungen. Rampen auf der Strecke erlauben dir zu springen, versuch die nützlichen Absprünge zu finden. Das ist deine Position im Vergleich, okay. Kriege ich dann die ganzen Geschenke auf? Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, da hochzufliegen. Wow. Das war knapp.
Ja, die Minigames finde ich irgendwie ein bisschen cooler als bei Portia. Wieso sollte ich denn verlangsamen? Oh, das sind Wände. Das ist natürlich fies. ...52 Punkte. Jawohl, ja. Oh, 98:47. Was gibt's dafür? 20 Gold, danke. Central Speedster. Halt. 20 Token bekommen, okay. Wie komme ich hier wieder raus? Abschieden. Okay. Gut, da haben wir das auch gemacht. So. Wir müssen jetzt noch die gusseisernen Nägel machen. Ich hoffe, die sind jetzt schon durchgezogen, dass wir das machen können. Was haben wir noch sonst? Die nächste Quest dann. Entweder machen wir dann das Abfragen, dass wir die Leute ausquetschen. Bei dem Bau, das würde ich vielleicht noch ein bisschen aufheben, oder? Bei der Bau... Wir sind beides Hauptquests. Und beides Hauptquests. Keine Ahnung, mal gucken. Achso, wir müssen noch eine neue Forschung beauftragen. Fällt mir gerade ein. So, ich gucke erstmal, ob wir jetzt zumindest 5 Nägel hätten. Das wäre schon schön. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir danach ja, wenn wir wirklich am Ende der Early ankommen, der Alpha-Version ankommen, ob wir dann noch ein bisschen weitermachen und erstmal noch ein bisschen ausbauen. Wenn wir keine Hauptstory mehr haben, können wir ja ganz entspannt weitermachen. 4 Nägel, uns fehlt noch ein Nagel. So, alles rein. Das Ding bringen wir nachher gleich noch ins Museum. Der Rest bleibt. Das Buch war bei Sonstiges, ne? Gut. Die Nägel brauche ich nochmal bitte. Metall, ne? Ein 4er erst. Der ist fast zu Ende. Hauen wir Gummischrott dran. Also die Dinger fressen jetzt gerade massiv auch Wasser. Gut, wir gehen kurz hoch. Ich zerleg nochmal schon mal was. Dann kommen wir wieder runter. Dann müsste das Ding fertig sein. Wir haben jetzt sonst gerade keine weitere Aufgabe, hier irgendwas zu... was abzubauen oder sowas. Und dann bietet sich das an, wenn wir jetzt nochmal die ganzen Rohstoffe mitnehmen. Wird doch immer mal was Schönes drin. Und wenn es nur Erfahrungspunkte sind, freue ich mich auch drüber. Ich weiß nicht, ob wir noch weiter steigen können jetzt in den Leveln oder ob 25 jetzt schon das Maximum gerade ist. Ich weiß nicht. Oh, hier sind diesmal viele Bronzestangen drin. Finde ich gut. Also eigentlich müsste man fast täglich hier hochgehen und das Zeug holen. Weil das doch einiges bringt. So, das nicht.
kannst höher leveln, ne? Okay, das ist doch gut. So, hi Venti. Ja, deswegen, wir gucken mal, wie weit wir heute spielen, über wie lange wir Bock haben auf das Game. So, da sind die 5 Nägel. Da können wir jetzt die Quest wegbringen. Die muss wo weggebracht werden? Da oben. Super. Hallo Fei, ich muss mal kurz durch zu deinem Chef. Ob wir da auch mal hochleveln wollen und den Vertrag mal noch erhöhen? Rocky. Er will ein Geschenk haben. Was will er denn haben? Jagdmehlmilch. Das ist der Laden. Da ist nichts, was mich jetzt reizen würde. Wie viel kostet der Vertrag? Der kostet 5.000. Nee. Doch, verbessern kostet 5.000, so wie es aussieht. Aber später. Ich will erstmal das Grundstück machen. Dann kriegen wir zwar noch mehr Rohstoffe, ja. Können wir nochmal eine Jagdmehlmilch holen kurz? Wenn er die haben möchte. Halt. Und die Falle könnten wir eigentlich dann auch mal mitnehmen. Zutaten. Die Fischfallen, die habe ich bei Ausrüstung, ne? Weil wir brauchen ja noch die Sidequest da oben bei... Na, ich komme gerade nicht auf den Namen. Owen. Owen hat ja noch eine Sidequest. So, Rocky. Habe ich ein Geschenk für dich? Welche Jagdmehlmilch? Gerne doch. Er freut sich. Wir kriegen wieder ein paar Punkte bei ihm. So muss das sein. Okay. Dann gucke ich mal nach der Sidequest und gleichzeitig auf dem Weg dahin nochmal ein paar... Ah ne, wir müssen noch mal erst ins Museum. Aber auf dem Weg dahin können wir kurz noch jemanden anquatschen, wenn jemand auf dem Weg läuft. Bist du draußen oder bist du drin? Du bist draußen, ne? Gray? Nee. Go, du bist draußen. Du bist gerade hier. Hey there. Hope the pressure's not getting to you too much. You're trying to find out more information about Logan, huh? Well, ain't that cute? I'm afraid there ain't much more to know than what's already been known. But I suppose I wouldn't mind you proving me wrong on that. Zeig ihm das Foto mit der Ausrüstung. Hast du Logan in der Nacht gesehen? Zeig ihm das Foto. What? Yeah, I made this equipment. So what? I can't hardly be held responsible for everything that moves in and out of my shop now, can I? You got a lot of nerve. I'm afraid there ain't much more to know than what's already been known. But I suppose I wouldn't mind you proving me wrong on that. So war es ja auch nicht gemeint, nur weil wir ihm das zeigen, dass er die Waffen hat. Huh? So what if I did? What was I supposed to do? His mind was made up. If he had half of mine left at all. I'm afraid there ain't much more to know than what's already been known. But I suppose I wouldn't mind you proving me wrong on that. Yeah? Look, I was close with Howlett and Logan as well. What happened to that man was a gosh dang travesty. But that's just the way things are out here sometimes. All it takes is one slip up and you're gone. I always considered myself to be like an uncle to Logan. I would have taken him in, but I guess he didn't see it that way. Ja, scheinbar nicht. I worry about what Logan might do.
And I worry about how the more things escalate, the less likely I'm ever gonna see that pup I used to know ever again. There ain't gonna be an amicable settlement at the end of all this. So don't over-involve yourself. Be seeing you. Man sieht sich. Jupp. Gut, da haben wir ihn abgelegt. Achso, Owen, da wollten wir jetzt kurz wegen der Sidequest fragen. Ja, komm, wir machen die Sidequest mal fragen, zumindest wie viel Fisch er braucht. Auch wenn ich diese Fischquest ein bisschen schwierig finde. Also dieses Fischen allgemein. So, Owen, bist du wieder unsichtbar? Da bist du. Und rennst du? Es kommt ein Gast, da musst du losrennen, oder was? Alter, was ist denn mit dir heute los? Hallo, Owen. Ich gehe nochmal raus, Owen. Vielleicht bist du dann gesprächig, okay? Hallo, Grace. Ich gehe nochmal raus. Beiden sind gerade ein bisschen komisch drauf. Da habe ich sie gerade bei irgendwas gestört oder sowas. Das ist also rausrennen, so unschuldig. Man weiß ja nie. So, wir probieren es nochmal. Jetzt bist du bitte da, wo du sein solltest. Ah, jetzt kann ich mit Owen reden. Ich kann nicht mit ihm reden. Das ist gerade ein bisschen buggy. Hallo. Gut, ich gehe da mal, ne? Macht mal euer Ding. Vielleicht will er am nächsten Tag mit uns reden. Mal schauen. Keine Ahnung, was los ist. Okay. Wir wollten Richtung Museum und dann nochmal zur Forschungsstation. Liegt hier Müll rum? Nein, kein Müll. Also Qui haben wir ja sowieso noch zu fragen. Na dann vielleicht erst... Machen wir erst Forschung, weil wir müssen was beauftragen. Ne, nicht Qui. Qui war nicht nicht mit drin in dem Verfahren. Hi. Was plaudern? Hey there. Und dann hätte ich gerne Forschung. Die Nähmaschine, komm. Goodbye. Dankeschön und tschüss. Die Fischquest ist so lala, wenn er den Normalfisch will, geht's, aber manchmal fragt er nach den anderen und ich habe noch nicht so spitz bekommen, welchen Köder die locken. Ich mag das mit diesem Rumgefahren nicht. Also das Fischen in Portia war ganz cool, das ging, aber das... So, hallo Katori. Hey. Vielen Dank. Sehe. Sehe. So, jetzt spenden wir mal noch den Roboter. Den müssten wir jetzt ja hier spenden können. Den tun wir aber dann mal da drüben, da wo der Tisch ist. Das ist langweilig. Wie viel fehlen noch? 7 Stück fehlen noch. Okay. Hier da mal irgendwas, alles mitzubekommen, was man so braucht. Das ist halt schön, wenn die Items auch angezeigt, ja, ist schon im Museum, brauchst du nicht nochmal hinbringen oder sowas. Dass man das gleich sehen würde in den Items-Übersichten. Wo so ein Symbol mit dem Museum oder sowas durchgestrichen ist. So, wie haben wir hier Schönes? Klinik. Hast du was zu kaufen? Was mich reizt? Nö. Komm hier rein, komm hier rein, komm hier rein. Fang. Zeig das Foto mit den medizinischen Aufzeichnungen. No answer. No. Hast du Logan in der Nacht gesehen? Er mag uns nicht antworten. Tita. Das findet man doch alles von alleine raus. Ja. Ich kaufe jetzt auch keine Medizin. Also das ist so,
Ich schenke den Leuten das, was die, wenn die sagen, die wollen Geschenke haben, aber ich quäle mich jetzt nicht rum zu gucken, wer welches Geschenk haben möchte oder sonst was. Haben wir noch ein Foto dabei eigentlich, was wir hier auf ihm zeigen müssen? Nein. Damit quäle ich mich jetzt nicht rum, wer welches Geschenk haben möchte. Das habe ich bei Portia gemacht, da ich das für mich alleine gezockt habe. Ich habe Portia am Stream gezockt und ich habe Portia dann nochmal alleine gezockt. Und da habe ich dann beispielsweise mir im Internet gibt es ja so schöne Auflistungen drauf, so, die ich dann da genutzt habe. So, 43 Meter da drüben. Miguel. Miguel? Miguel? Red mit mir. You're looking into the Logan incident, eh? Dreadful stuff. Quite displeased to see things turn out the way they did. But it can't be helped. To be blunt, if Howlett had stayed out of the ruins we all know are too dangerous to explore, he'd still be alive. Yes, I made the decision to put Howlett under quarantine. Yes, it did enrage Logan and drive him to madness. But I did what was best for the town, and I'd do it again if I had to. Die Frage ist ja, wenn er eine Krankheit hatte, wie lang? Das kann ja nicht kein Dauerzustand sein. Du hast die Portia-Liste noch im Kopf. Warum hat man die im Kopf? It's not a pleasant tale, just like the state of our world, unfortunately. Okay, er hilft mir jetzt nicht weiter. Dann gucken wir hier lang weiter. Jasmine, nicht weglaufen. Jasmine, nicht weglaufen. Hey, are you okay? Mir geht's gut. Kannst du mir was dazu sagen? This. I never should have drew this. If I knew what was going to happen, I never would have. Also ich habe so oft die Sachen nicht geschenkt, nur bei den Leuten, die man halt haben wollte. We used to go on lots of adventures. Then Logan changed. He didn't care about me or my mom or anybody. My mom said if things get better, we were going to rebuild a school in Sandrock. Es sind eine Schule wieder aufbauen, wird ja auch mal Zeit. Things got worse because of Logan. Now I'm the only kid in town. Hey, are you okay? He told me right before the incident everything would be okay. He lied. Hey, Unverschämt. are you okay? Ja, Logan danke. used to be my friend, but I hate him. Komm, kannst du mal plaudern, danke. See ya! So, dann müssen wir mal noch hier rein. Ja, die ganzen Side-Stories, da musst du die ja hochleveln, ist ja klar. Für die Side-Stories musst du das. Matilda. Howdy there. Any news to report on the water tower? Goodness, nowhere ever did you find this. You know, you don't need to be sneaking around, acting all suspicious. All you're after is information. Yes, this makes sense. Although I must admit, this shows a level of organization from Logan I can't say I was aware he might be capable of. No doubt you started to put things together since your arrival, but perhaps you'd best hear the tale in its entirety to dispel any misconceptions you might have about the whole ordeal. Ja, bitte, erzähl mal. Not too long before you started living in Sandrock, a great tragedy struck this town. Howlett, the monster hunter, and his son Logan, with whom you are already quite familiar with. Howlett, when diving in some ruins, explicitly blocked off by the Civil Corps due to an abundance of unknown and dangerous substances. Sure enough, Logan reacted rather wildly after Pastor Miguel quarantined his father inside the temple and refused to let Logan come in contact with him due to fears of contamination. He couldn't believe his father would be so careless as to come in contact with dangerous Age of Corruption concoctions. Das ist auch nachvollziehbar, wenn das sich mit irgendwelchen gefährlichen Stoffen kontaminiert. Dann würde ich ihn auch erstmal sicherstellen. Das heißt aber nicht auf Dauer. One night during the quarantine, Logan attacked the temple with bombs. I assume it was to free his father from the quarantine. But whatever the case, Logan botched the operation and parts of the temple collapsed. Us church folk were all outside, but Logan's father was still in there where we'd left him, and when we found him down there, he was already gone. Sozusagen hat sein Sohn ihn selbst umgebracht. Logan blamed us church folk for what happened, and now he seems bent on some kind of revenge.
and he'd sooner take down the whole town if it means getting to us, I reckon. Howdy there. Any news to report on the water tower? Nope. Well, of course, I was there at the scene of it all, as were most of us. I came out after the explosion, but by the time I knew what was going on, Logan was long gone. Howdy there. Any news to report on the water tower? Nope. I appreciate your concern on the matter, but I fear there's not much we can do but trust in the acumen of our civil corps to bring Logan to justice. Try not to get discouraged. There are brighter days ahead, I'm sure of it. Okay. Ja, wir hatten bis jetzt das Picknick hatten wir auch schon. Also das war das, was ich mit den beiden hatte. Aviro und Amira. Da hatten wir das Picknick entsprechend. Und auch die Fotosammelaktion. Jetzt drücke ich Tab. Hier haben wir noch Pen und da ist Aviro. Dann haben wir schon alle durch, ne? Hey, it's Skinny Arms. How can the Protector serve you today? What's that? Making bombs now, are we? Haha, finally! You're getting into building cool stuff. I meant to say something to you about all those lame screws and boards and, oh, I see. Yes, now that you mention it, I believe I have seen these kinds of bombs before. Yes. It's coming back to me. That foul Logan's paramount compatriot used those kinds of bombs as his weapons of choice. Okay. A bit cowardly, if you ask me. If you don't have the guts to look someone in the eye as you punch them in the teeth, well, in my book, you shouldn't be fighting at all. Ich kämpfe auch lieber normal als mit diesen Bomben. Die will ich gar nicht haben. Furthermore, these puny things would hardly scathe the indomitable chevalier such as myself. Pen hat bei uns nicht umsonst den Namen Penetrant bekommen. Hey, it's Skinny Arms. How can the Protector serve you today? Aha, trying to track down that dastardly Logan, are you? Good on you, Skinny. If you do find out where he is, why not tell me first? Skip the civil corps. Skip the paperwork, you know. Make sure Logan gets some real justice. No? I thought we were doing extrajudicial stuff already. It's not such a stretch from what you're doing now. Fine. The night Logan attacked our temple, I was at home pumping iron. Yes, I believe I was trying to perfect a 300-kilogram clean and press with one finger. But my darn palmar interosseous muscle was acting up. Da genau. As soon as I heard the explosion, I rushed out of my room to see Burgess knocked out. That's something I see all the time, but what really caught my attention was the exploded temple. I managed to catch a glimpse of Logan riding away with someone, but they were too far gone for me to pursue. Maybe it really is time for me to get a loyal steed to call my own. Nah, I'll just keep training to run faster. Well, I hope you enjoyed listening to my story as much as I enjoyed telling it. Say, Skinny Arms, you're a good listener. I'll have to tell you stories more often. Hey, it's Skinny Arms. How can the Protector serve you? No more questions, I agree. There's a very good chance there's something around here that could aid in Logan's apprehension. Keine Sorge. Do let me know if you come up with anything good. Pen haben wir Penetrant genannt, also besser gesagt, der Chat hat den Namen rausgehauen, weil er als ja begrüßt hat, uns ja dann so komisch anging und sich aufgedrängt hat und dies jenes und das war halt so ekelhaft, dass wir gesagt haben, ja okay, der heißt nicht Pen, der heißt Penetrant. Deswegen heißt er bei uns Penetrant.